Schönen guten Abend und willkommen zur Hessenschau. Das haben wir heute für Sie in der Sendung. Die Landesregierung stellt ihre Impfstrategie für die schon bald erwartete Corona-Impfung vor. Ein Sophie-Scholl-Vergleich auf einer Demo der Querdenkerbewegung erhitzt die Gemüter und Flucht in die Großstadt, die berührende Geschichte eines Transgender-Mädchens. Heute hat ein weiteres Pharmaunternehmen gemeldet, dass es einen Corona-Impfstoff zur Verfügung stellen kann. Und Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, schon im Dezember soll es erste Impfungen auch bei uns geben. Und heute hat auch die Landesregierung sich zur Impfstrategie geäußert. Eins ist schon klar, es wird eine wahnsinnige logistische Herausforderung sein. Und es kommt auf die Städte und Landkreise an. Arbeitstreffen wegen Corona schon wieder. Landrat Thorsten Stolz ständig im Krisenmodus. Mit seinem Team soll er es jetzt richten, die Impfstrategie des Landes umsetzen. Wir haben gerade auch in den letzten Wochen und Monaten Unglaubliches geleistet auf der Ebene der Landkreise zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und da bekommen wir es definitiv einfach auch hin, die Impfungen unserer Bürgerinnen und Bürger vorzunehmen. Eine Herausforderung, die wir gerne annehmen. Dazu gehört auch die Suche, wo nun geimpft werden kann. Nur eine Idee, dieses leerstehende Einkaufszentrum in der Kreisstadt Gelnhausen. Das Land stellt sich das so vor. Kreise und kreisfreie Städte sollen bis Mitte Dezember Impfzentren aufbauen. Vor Ort sollen das die Gesundheitsämter und der Katastrophenschutz umsetzen. Am Ende sollen so landesweit bis zu 30 Impfzentren entstehen, die am Tag jeweils bis zu 1000 Impfungen vornehmen sollen. Der Plan steht also soweit fest, aber der Ministerpräsident warnt. Wenn Sie 8 Millionen Impfungen organisieren und das in einer sehr kurzen Zeit mit einer ganzen Reihe von Dingen, die zu beachten sind, dann kann der Plan so schön sein, wie er ist. Es wird immer so sein, dass irgendwo Veränderungen sich ergeben. Es wird immer so sein, dass irgendwo etwas nicht passt. Wie die zig Termine koordinieren, woher die ganzen Ärzte nehmen, die Strategie des Landes lässt noch einige Fragen offen. Im Main-Kinzig-Kreis haben sie aber schon Vorschläge. Wir haben als Main-Kinzig-Kreis ziemlich am Anfang der Pandemie alle Ärztinnen und Ärzte, die sich in unserem Landkreis im Ruhestand befinden, angeschrieben und auch alle Ärzte, die in irgendeiner Form Teilzeit beschäftigt sind. Das sind jetzt unsere ersten Ansprechpartner, einfach auch im Hinblick auf die Impfungen. Wann genau ein Impfstoff zugelassen sein wird, ist unklar. Einige Hersteller rechnen im Moment mit Mitte Dezember. Trotzdem, die Landesregierung setzt schon jetzt auf großen Zuspruch. Je mehr Menschen sich impfen lassen, wir kennen das aus der Maserndebatte von vor etwa einem Jahr, desto besser kann der Impfstoff dann auch seine Wirkung entfalten und wir kommen einer sogenannten Herdenimmunität, so heißt das im Fachjargon, immer näher. Für Hessen heißt das 4 Millionen Menschen impfen, je nach Impfstoff sogar zweimal. Geschätzte Dauer etwa 8 Monate. Wenn sich eine junge Frau wegen der Corona-Einschränkungen mit Sophie Scholl vergleicht, was ist das? Geschmacklos? Eine misslungene Provokation oder einfach nur dumm? Sophie Scholl, Mitglied der Weißen Rose, der Gruppe Münchner Studenten, die mit Flugblättern zum Widerstand gegen die Nationalsozialisten aufgerufen hatten. Sophie Scholl, die deswegen hingerichtet wurde, wie ihr Bruder und 4 weitere Mitglieder der Weißen Rose. Am Wochenende hat eine Kasseler Studentin genau diesen Vergleich gezogen. In den sozialen Medien ist ein Sturm der Entrüstung losgebrochen. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlungen anmelde. Ein völlig unpassender Vergleich mit der Widerstandskämpferin in der Nazizeit auf dieser Demo von sogenannten Querdenkern am vergangenen Wochenende in Hannover. Vergleiche wie dieser mit Opfern aus der NS-Zeit sind kein Einzelfall. Auch auf dieser Querdenker-Demo in Main-Darmstadt spannten Teilnehmer die von den Nazis ermordete Anne Frank für sich ein. Sie hätte ihren Einsatz gegen Corona-Maßnahmen bestimmt genauso unterstützt, wie sie damals ihr Tagebuch geführt habe, heißt es hier. Sogar eine 11-Jährige las jetzt auf einer Demo in Karlsruhe einen NS-Vergleich vor, angeblich, weil sie ihren Geburtstag heimlich feiern musste. Ich fühlte mich wie bei Anne Frank im Hinterhaus, wo sie mucksmäuschenstill sein mussten, um nicht erwischt zu werden. Offenbar häufen sich bei den sogenannten Querdenkern Vergleiche mit NS-Opfern.
Eines erreichen sie damit sehr oft, nämlich Aufmerksamkeit. Demokraten brauchen manchmal starke Nerven, wenn offensichtliche Dummheiten oder sogar Lügen verbreitet werden, sei es von einer jungen Aktivistin oder vom amerikanischen Präsidenten. Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen, hat die englische Schriftstellerin Evelyn Beatrice Hall Voltaire, dem großen Philosophen der Aufklärung, in den Mund gelegt. Nicht jeder ist so tolerant, haben wir bei einer Umfrage festgestellt. Unter aller Sau, sorry. Unter aller Sau. Ja. Geht für mich gar nicht. Ich habe den Vergleich mit Anne Frank, ich habe den mit Sophie Scholl gelesen und mir wird schlecht dabei. Naja, das ist ja wirklich Verschönigung dieses Holocaust. Also ich finde, das geht schon über Grenzen der Meinungsäußerung, weil das geht einfach nicht, meiner Meinung nach. Das ist unmöglich, so etwas. Ja? Denn das sind Vergleiche, die sollte man eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. Denn das ist Vergangenheit. Und Vergangenheit, gut, man soll die nicht einfach zur Seite kehren, aber das passt nicht. Sie sind ja auch nicht blöd. Also man sucht sich ja schon die Wortwahl, dass man so an der Grenze noch hergeht, aber es nicht mehr verfassungswidrig ist. Das ist ja schon gewollt so, dass man sagen kann, ich habe nichts Verfassungswidriges getan. Und wir sprechen mit Sebastian Koos. Er ist Soziologe und Professor an der Uni Konstanz und hat zur Querdenkerbewegung geforscht. Herr Koos, warum nutzen denn die selbsternannten Querdenker so häufig NS-Vergleiche? Guten Abend. Ja, tatsächlich sehen wir hier, dass diese Vergleiche immer stärker gezogen werden, immer häufiger und dass diese sehr befremdlich sind. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Provokation, auf der anderen Seite spricht das natürlich tief sitzende Ängste an, die in der deutschen Bevölkerung weit verbreitet sind, so etwas wiederzusehen. Und auf die soll es abzielen, wobei es natürlich überraschend ist, dass man diese Symbolik verwendet und neben Reichskriegsflaggen marschiert. Wie sehen Sie denn die kritischen Reaktionen dazu, die ja zum Teil beleidigend und bloßstellend sind in den sozialen Netzwerken? Oder es gibt ja sogar auch Verbotsforderungen. Wie sehen Sie das? Nun, diese Äußerungen sind natürlich problematisch und sie werfen die Frage auf, inwieweit wir mit diesen Menschen ins Gespräch kommen können, ob die nicht schon viel zu weit von uns entfernt sind. Tatsächlich denke ich, dass wir uns mit Beleidigungen immer zurückhalten sollen, wenn wir den Gesprächsfaden aufrechterhalten wollen. Und dennoch muss man nicht alles akzeptieren und kann das und muss das auch kritisieren. Das ist in meinen Augen eine Anmaßung, sich mit Opfern der NS-Diktatur zu vergleichen. Erleben wir denn hier eine Spaltung der Gesellschaft oder würden Sie sagen, solche gravierenden politischen Auseinandersetzungen, auch gepaart mit einer Systemfrage, hat es schon immer gegeben, Beispiel 68er-Bewegung? Diese Fragen hat es schon häufiger gegeben. Allerdings erleben wir natürlich jetzt eine sehr starke Polarisierung, wobei man nicht vergessen darf, dass es um eine Minderheit sich hier handelt. Nichtsdestotrotz sind diese Distanzen in der Wahrnehmung und Bewertung dieser Krise und der politischen Maßnahmen natürlich extrem und zum Teil scheint es mir als seien diese auch kaum noch zu überbrücken. Und die Folgen dieser Forderungen, die Folgen dieser Proteste, die Verweigerung, eben bestimmte Maßnahmen mitzutragen, die haben natürlich auch Konsequenzen für Menschen, die das bereit sind mitzutragen. Also hier sehen wir schon eine Polarisierung, aber mir scheint, wir sehen in letzter Zeit eben auch eine Radikalisierung, die durchaus zunimmt. Sebastian Koos, Soziologe von der Uni Konstanz. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Und wir schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen. Claudia Schick hat sie in den Nachrichten. Die Zahlen sind in den letzten 24 Stunden deutlich weniger gestiegen als erwartet. Das kann aber auch daran liegen, dass manche Kreise dem Robert-Koch-Institut bisher keine Fälle vom Wochenende gemeldet haben. Sie werden morgen nachgetragen. So sind binnen 24 Stunden 552 Neuinfektionen in Hessen dazugekommen. Damit wurden in den vergangenen 7 Tagen insgesamt 10.401 Menschen gemeldet, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Das sind 1.007 Menschen weniger als in den 7 Tagen davor. Es wird geschätzt, dass derzeit in Hessen etwa 27.200 Menschen akut mit SARS-CoV-2 infiziert sind.
Die Hessische Krankenhausgesellschaft begrüßt die bundesweite Wiedereinführung der Freihaltepauschale. Diese Pauschale ersetzt den Kliniken Kosten, wenn sie Betten für Covid-Patienten frei halten. Gleichzeitig fürchtet die Hessische Krankenhausgesellschaft aber auch negative Folgen. Denn die Freihaltepauschale gibt es nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und da fallen circa die Hälfte der Krankenhäuser in Hessen raus. Es bestehe die Gefahr, dass damit am Ende sogar weniger Betten für Covid-Patienten zur Verfügung stünden. Brand, Einbruch, Sachbeschädigung. Unbekannte haben im Kreis Fulda auf dem Sportgelände der SG Giesel eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Täter hatten die Würstchenbude des Sportvereins in Brand gesetzt. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Die angerückte Feuerwehr konnte nichts mehr retten. Das nebenstehende Sportlerheim wurde zum Ziel einer Farbattacke. Auch einen Einbruch entdeckten die Polizisten noch. Über ein Seitenfenster waren die Unbekannten in das Vereinsheim eingestiegen und hatten dort mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 €. Glühwein, heiße Maronen, gebrannte Mandeln. Ja, darauf kann man Lust bekommen bei dem Wetter. Heute wäre es ja auch losgegangen mit dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Aber klar, der ist nicht wegen Corona. Wir haben uns heute mal umgeschaut und sind in Sachen Budenzauber in Offenbach gelandet. Nein, das hier ist nicht der Offenbacher Weihnachtsmarkt. Nur diese eine Mandelbude steht hier mit Sondergenehmigung in der Innenstadt. Der Schaustellerfamilie Eiserloh bringt das ein bisschen Geld in die Kasse. Zum Betrieb gehören aber mehrere Buden und ein Autoscooter. In diesem Jahr brach fast der gesamte Umsatz weg. Die Angestellten mussten sie entlassen. Es ist eine richtige Katastrophe. Das war der letzte Hoffnungsschimmer, war der Weihnachtsmarkt, dass wir gesagt haben, dass uns der hilft, ne, durch die Krise zu kommen, bis sie dann letztendlich mal hoffentlich bald vorbei ist. Und dass der jetzt auch noch wegbricht und nicht durchführbar ist wegen den hohen Zahlen, das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Getroffen ist auch dieser Großhändler aus Obermörlen. Er beliefert vor allem Schausteller. Die Weihnachtsmärkte bringen in normalen Jahren 70% des Umsatzes. Jetzt bleibt die Ware im Lager. Noch sind aber Reserven da und die Mitarbeiter arbeiten an neuen Ideen. Wir versuchen positiv damit umzugehen, denn was hilft es, wenn wir jammern? Wir kriegen Gott sei Dank ein bisschen Unterstützung vom Staat. Kurzarbeitsgeld hilft natürlich sehr, aber die Situation ist nicht einfach. Das kann man nur mit Optimismus und ein bisschen Vision schaffen. Auch die Stadtkapelle Bad Vilbel kann dieses Jahr nicht auf dem Weihnachtsmarkt auftreten. Die Musiker hätten aber auch freiwillig abgesagt. Zu dicht war in den vergangenen Jahren das Gedränge vor der Bühne. Aber auch ihnen brechen die Honorare weg. Wenn diese Situation noch länger anhält, werden wir oder auch andere Musikvereine nicht überleben, weil uns einfach die Einnahmen für die ganzen Geschichten fehlen. Um den Frankfurter Baum ungewohnt viel Platz. Eigentlich hätte hier heute der Weihnachtsmarkt beginnen sollen. Hätte. Die Tourismus GmbH der Stadt bietet auf ihrer Homepage immerhin einen Weihnachtsmarkt im Netz. Der kann den echten zwar nicht ersetzen, aber den Anspruch hat man ja auch gar nicht in Corona-Zeiten. Es sind Gedichte drauf, es sind alle Standbetreiber drauf, es sind die alten Weihnachtsbäume, es sind die Chorkonzerte drauf. Also wirklich eine schöne Sache rund um den Weihnachtsmarkt, eine Erinnerung an unseren Weihnachtsmarkt. Die Schausteller können nur hoffen auf Hilfen, Kredite oder den Impfstoff. Es braucht ja nicht viel, um Kinder glücklich zu machen. Aber während sich bei den einen die Geschenke unterm Weihnachtsbaum stapeln, gucken die anderen in die Röhre. Auch in unserem Land gibt es Kinder, deren Eltern nicht jeden Wunsch ermöglichen können. Sonja Palm setzt sich schon lange für solche hilfsbedürftigen Kinder ein, damit auch sie eine Weihnachtsfreude haben. Und das Schöne ist, sie können mitmachen. Es sind so viele Kinderwünsche wie nie zuvor. Fast 680. Die 8-jährige Maria wünscht sich Winterstiefel. Der 14 Jahre alte Daniele Kopfhörer. Und die 4-jährige Asna eine Barbie. Seit 15 Jahren kümmert sich Sonja Palm um die Weihnachtsaktion für bedürftige Kinder. Eine Herzensangelegenheit, vor allem 2020. Weil gerade in diesem Jahr, in diesem besonderen Corona-Jahr, wo noch mehr Armut entstanden ist und noch mehr Hilfsbedürftige durch die Kurzarbeit und die Arbeitslosigkeit, dass diese Kinder diese Wünsche haben, die die Eltern dieses Jahr nicht erfüllen können.
Aber vielleicht können wir alle gemeinsam diese Wünsche den Kindern trotzdem erfüllen. Die Wünsche hängen am Weihnachtsbaum vor dem Ticketshop von Sonja Palm im Einkaufszentrum Luisenarkaden in Bad Homburg. Sie wurden von Familienzentren und Frauenhäusern in Bad Homburg und Oberursel sowie vom Verein Kulturleben Kinder Hochtaunus gesammelt. Seit Anfang November kauft Sonja Palm Geschenke ein und es sind viele. In einem geheimen Versteck, in das wir einen Blick werfen dürfen. Warten Sie auf glückliche Kinderaugen. Sonja Palm hat die Geschenke schon gekauft. Mehrere 1000 € von ihren Ersparnissen. Und hofft nun auf viele Paten. Denn die suchen sich Wunschkarten aus und bezahlen damit die Geschenke. Einen kleinen Gruß vom Paten gibt's dazu. Für Steve, der 9 Jahre alt ist, ein Spiel von Tip Tower. Das Spiel haben wir schon als kleine Kinder gespielt mit meinen Geschwistern und auch mit meiner Tochter. Und damit möchte ich mit Freunden machen. Diese Aktion finde ich gut, dass es direkt an diese Menschen geht, die es wirklich brauchen. Und nicht einfach nur Geld irgendwohin überweisen und man weiß gar nicht, für was es verwendet wird. Ich denke, das ist dringend. Wenn das Kind schreibt Turnschuhe, dann braucht es die. Angefangen hat die Geschenke-Weihnachtsaktion gemeinsam mit dem Frauenhaus Oberursel. Kein Zufall. Als Teenager musste ich mit meinen Schwestern und meiner Mutter selber mal in ein Frauenhaus einziehen, wegen unserem Vater. Und da haben die haben uns sehr, sehr geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Und ich habe gemerkt, wie es ist, in einem Frauenhaus zu leben und wie einsam man da ist. Und auch für sie war es kein leichtes Jahr. Denn obwohl ihr Kinder besonders am Herzen liegen, findet ihre Weihnachtsaktion zum letzten Mal statt. Wegen Corona müssen Sonja Palm und ihr Mann ihren Ticketshop nach 16 Jahren aufgeben. Und damit auch die Chance, hier Kinderwünsche zu erfüllen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es weitermachen und wieder machen. Es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, macht mich auch glücklich und dankbar, dass ich das alles machen konnte mit so viel Unterstützung und Hilfe. Noch bis zum 11. Dezember können sich Paten an der Weihnachtsgeschenkeaktion im Bad Homburger Einkaufszentrum beteiligen. 2 Tote, eine schwer verletzte Frau, das sind die Folgen eines Raserunfalls am Samstag im Frankfurter Ostend. Heute hat die Polizei in Frankfurt weitere Erkenntnisse bekannt gegeben. Nochmal Nachrichten mit Claudia. Der SUV war offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit in Schlingern geraten und auf den parallel verlaufenden Rad- und Gehweg geraten. Danach prallte er gegen eine Hauswand. Zum Ermittlungsstand sagte heute die Polizei Folgendes. Die Ermittlungsergebnisse sind so, dass der BMW wohl schon vorher einigen Leuten in der Sonnemannstraße aufgefallen ist. Der kam ja von der Sonnemannstraße Richtung Oskar von Miller Straße durch seine sehr unterschiedliche Fahrweise, das heißt mal langsam, mal schnell. Und nach dem, was uns bisher vorliegt, soll er dann an der Kreuzung der Uhlandstraße nochmal beschleunigt haben und hat dann die Gewalt über seinen Wagen verloren und ist in der Hausnummer 5 eingeschlagen. Heute ist im Dannenröder Forst ein Gestell aus Baumstämmen in Richtung von Polizisten gestürzt. Die Beamten gehen von einem gezielten Angriff auf die Einsatzkräfte aus. Es bestehe der Verdacht, dass ein Seil vorsätzlich gelöst wurde. Die Polizisten hätten jedoch ausweichen können und seien unverletzt geblieben. Gegen eine Person würde ermittelt. Die Zukunft des mobilen Medibus in Nord- und Osthessen bleibt weiter ungewiss. Noch sei die Finanzierung der mobilen Arztpraxis nicht gesichert. Erfahre aber weiter, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Seit 2 Jahren bringt der Medibus einen Hausarzt in die Grenzregion des südlichen Werra-Meißner-Kreises und des nördlichen Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Die Kosten für die ursprünglich auf 2 Jahre angelegte Pilotphase lagen bei rund 600.000 €. Und das war's von den Nachrichten, Andreas. Auf dem Land oder in der Kleinstadt aufzuwachsen, das kann ganz schön anstrengend sein. Alle kennen sich, es wird viel geredet und man fällt natürlich auch schnell auf, besonders wenn man anders aussieht oder anders lebt als die große Mehrheit. So geht es Lucy Deistler aus Butzbach. Sie ist 17 Jahre alt und transgeschlechtlich. Das heißt, sie identifiziert sich als Mädchen, wurde aber in einem männlichen Körper geboren. Waren halt auch viele Idioten, die gesagt haben, scheiß Schwuchtel, hör auf damit,
trag kein Make-up, was bist du überhaupt so komisch? Dann hat die auch da halt noch bunte Haare und ja, ich war halt einfach immer schon irgendwie das Kind, was irgendwie anders ist. Ich habe mich auch einfach immer mehr so für Mädchensachen interessiert, so Make-up oder halt auch Reiten. Ich war mal 2 Jahre lang Reiten. Also so typische Mädchensachen, so, dafür habe ich mich einfach von immer irgendwie mehr interessiert als so typische Jungssachen, so keine Ahnung, Autos oder was auch immer. Das war nie so meins. Das war in der Grundschule und ich war halt einfach auf dem Pausenhof mit meinen Freunden und dann laufe ich da rüber und da war halt irgendjemand, den ich nicht kannte, einfach auch irgendein Mädchen, das ich einfach nicht kannte. Und dann bin ich da rüber gegangen und die schreibt mich dann einfach an, dass so Jungs hier nicht sein dürfen, so, weil hier spielen gerade Mädchen. Und dann ist meine ehemalige beste Freundin halt in der Grundschule, meine beste Freundin dann hingekommen und hat gesagt, nee, ist okay, alles gut, das ist nur ein Mädchen in einem Jungskörper. Und ich stand dann einfach so da und war so, warte, was? Mein komplettes Coming-out, was ich so komplett bei der ganzen Familie hatte, das war an meinem Geburtstag. Wir saßen dann da am Esstisch bei Kaffee und Kuchen. Ich hatte gerade meine Geburtstagskerzen ausgeblasen. Und dann sage ich so, Leute, ich will euch was sagen. Ich bin kein Junge. Und dann haben die gefragt, okay, was dann? Ich bin ein Mädchen. Und einfach eigentlich waren alle so, ja, wir wussten das eigentlich schon immer. Ja. Also meine Mutter fand es immer so, anfangs fand sie so mäßig okay. Und dann nach einer Weile war sie einfach so, du kannst dich besser schminken als ich, das finde ich gemein. Fand ich ganz lustig. Also in Butzbach, auf meiner Schule hatte ich nie wirklich direkt das Coming Out. Weil ich habe mir einfach die Mühe nicht gemacht, das zu machen. Ich habe einfach trotzdem gemacht, was ich wollte. bin trotzdem einfach mit Make-up unter anderem auch in die Schule gekommen. Aber da kannte mich halt trotzdem noch keiner unter Lucy. Aber ich fand das persönlich immer okay, aber für die anderen war es halt irgendwie nie okay. Und deswegen hat mich Butzbach auch irgendwie immer ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Die Angst ist eigentlich immer da, egal wo man hingeht, dass einfach irgendwelche Leute dich deswegen auch vielleicht auch körperlich angreifen. So, das gibt es auch auf jeden Fall. Weil die Leute es einfach nicht einsehen, weil die es als unnatürlich bezeichnen. Ich habe es einfach dann nicht mehr ausgehalten, dann bin ich einfach nach Frankfurt gezogen. Frankfurt ist schon eine deutlich größere Stadt als Butzbach und hier sind auch einfach viele Leute. Und wenn da jetzt jemand mit bunten Haaren, sag ich mal, einfach über die Zeile läuft, interessiert das kein Schwein. Mein nächstes großes Ziel, sage ich halt einfach mal, ist Hormone, also Östrogen halt. Und um Östrogen zu bekommen, brauche ich erstmal eine Bescheinigung von einem Therapeuten, der mich mit Geschlechtsdysphorie diagnostiziert, um dann halt einfach so wirklich mal mit meiner körperlichen Transition so wirklich anzufangen. Weil es sind halt auch große Entscheidungen, ob ich jetzt auch so komplett alle Operationen mache und so. Da bin ich mir einfach wirklich noch nicht sicher und ich glaube, da bin ich auch noch, sag ich mal, ein bisschen jung, um das noch so direkt zu entscheiden. Ich habe noch ein langes Leben vor mir. Was ich daran ändern müsste, ist einfach größtenteils, dass die Leute einfach mal ein bisschen offener sind für anderes und nicht einfach so strikt sind, so einfach auch Leute einfach machen lassen, so einfach leben lassen und nicht sagen, du darfst es nicht machen, weil mir passt das nicht. Und wenn die Leute einfach damit aufhören würden, so streng zu sein, einfach mal ein bisschen mehr Spaß haben würden. Was passiert, wenn eine Bürgermeisterwahl unentschieden ausgeht, wenn es die gleiche Zahl der Stimmen für beide Kandidaten gibt? Genau das ist im nordhessischen Ahnatal gestern passiert. Bei der Stichwahl gab es 2106 Stimmen für beide Kandidaten. Tja, und ein Elfmeterschießen, wie im Fußball, das gibt's ja nicht. Jeder Taler hat immer 2 Seiten, so wie du, so wie du, so wie du. Ach, das war doch was. Früher. Konnte man sich im Fußball nicht auf dem Platz einigen, wurde bei Gleichstand nach Abpfiff eben eine Münze geworfen. Einfach effektiv. Und in Ahnatal wird jetzt der Bürgermeister eben auch wieder gelost. Die Bürger wollten das ja so. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass das dann so gefühlt ausgewürfelt wird. Also das macht mich jetzt nicht so wirklich zufrieden. Ich ärgere mich, dass ich nicht noch jemanden mitgenommen habe zur Wahl. Dann wäre es nicht 50-50 gewesen. Da wird dann so ein Ding reingemacht, rumgedreht und der Erste, der hat gewonnen. Nee,
Ja, aber warum denn nicht? Hat doch schon mal geklappt. 2002 in Franken. Da wurde nach einem Unentschieden der Bürgermeister aus diesem Zylinder gezogen. In Ahnatal wird den Kandidaten für den Patt auf die Schulter geklopft, war ja auch der Wählerwille. Dass das überhaupt möglich ist, wissen Sie, so eine Punktlandung. Und das ist es ist sensationell sogar, ja. Da ist man nicht darauf vorbereitet. Und ich glaube, da braucht man auch ein paar Tage, um dann wirklich zu überlegen, was sagt einem das jetzt im engeren Sinn. Naja, vielleicht, dass die Leute auf beide Kandidaten keine Lust haben? Oder noch eine krude Rechnung für Verschwörungsliebhaber. Gestern am Wahltag Schnapszahldatum. Schon mal komisch, ne? Addiert man die einzelnen Zahlen des Datums zusammen, kommt 37 raus. Leute, 37. Genauso viele ungültige Stimmen hat es gestern gegeben. Verstehen Sie? Das ist doch komisch. Hätten diese 37 richtig gewählt, es wäre niemals zu einem Unentschieden gekommen. Und nun? Es gibt eine Entscheidung vom Oberverwaltungsgericht Weimar in Thüringen wohl, dass sogar ein Münzwurf möglich wäre. Aber Münzwurf machen wir definitiv keinen. Jeder Tale hat immer zwei Seiten. Genau. Und das ist ja auch fast schade, dass man es in Ahnatal nicht wieder so machen will. Aber gut, es gibt ja noch den Hut und irgendwie wird schon irgendwer Bürgermeister werden. Tja, Armdrücken hat Claudia gerade vorgeschlagen, wäre vielleicht was. Oder ein paar Fragen aus dem Hessen-Quiz. Also uns würde da schon noch ein bisschen was einfallen. Die Hessenschau ist ja mittlerweile sehr viel mehr als die klassische Sendung um 19:30 Uhr. Schauen Sie mal. Immer aktuell, immer nah dran, immer vor Ort. Hessenschau. Alles, was wichtig ist. Alles, was euch interessiert. Alles, was uns etwas angeht. Zum Lesen, zum Schauen, zum Hören. Einfach immer da, wo Sie sind. Hessenschau. Ja, und im Anschluss ans Wetter und die Tagesschau sehen Sie bei uns den Nasenbären, den Ameisenbären, diese Viecher mit dieser ellenlangen Nase. Die gehören nämlich zu den Big Five in Südamerika. Und Claudia, wann sehen wir dich nochmal? 21:30 Uhr, nochmal mit der Spätausgabe der Hessenschau. Bis später. Tschüss, schönen Abend.